Heute betrachten wir mal das Blattrollen bei Tomaten. Und da gibt es nur 3 Möglichkeiten, wie das entstehen kann. Die schauen wir uns in diesem Video an und wir empfehlen dir auch, was du dagegen unternehmen solltest. Wenn deine Tomatenblätter so aussehen wie auf diesen Bildern, dann bist du hier genau richtig. Moin, hier ist Tim vom Kleverhof. Alle, die schon mal Tomaten angebaut haben, haben das auch schon mal gesehen. Blattrollen. Wow, ist das jetzt gefährlich? Und mit meiner Spinne habe ich sie auch nicht erschrecken können. Spaß beiseite, wir fangen gleich an mit der ersten Ursache. Die mit Abstand häufigste Ursache für Blattrollung bei Tomaten sind Umwelteinflüsse. Und da brauchst du dir auch gar keine Sorgen machen, denn die Tomate hat schließlich eine tolle Eigenschaft. Sie kann ihre Blätter einrollen. Und das ist auch gut so. Damit schützt sich die Tomate schon selber und du brauchst eigentlich gar nichts machen. Was genau sind eigentlich die Umwelteinflüsse, die das Blattrollen bei der Tomate verursachen? Rollen sich frischere Blätter im Gipfelbereich ein, dann hast du eventuell zu wenig gegossen. Oder es ist sortenbedingt. Unsere Züchtung Märchenmonster, die krempelt zum Beispiel alle Blätter um. Meist rollen sich die Blätter jedoch im unteren Bereich, wenn der Boden noch frisch und aufgedüngt ist. Bei uns zum Beispiel Kompost. Diese Blätter haben auch das gleiche Grün wie die oberen Blätter und sind manchmal auch etwas lederartig. Hier einmal ein Vergleich von oberen Blättern und unteren Blättern an der Tomate. Du siehst schon, sie sind identisch, bis auf dieses extreme Blattrollen. Und die Blätter rollen sich an der länglichen Seite, an den Kanten auf. Und das ist sehr wichtig, dass du das erkennst. Und wenn die Blätter natürlich älter werden, dann werden auch die aufgerollten Blätter etwas bräunlich oder gelb. Das ist ganz normal. Aber sie werden sich eben nicht wieder zurückrollen. Frischere Blätter oben können sich wieder ausrollen. Vergleiche auch immer die eingerollten unteren Blätter mit den frischen Blättern oben. Und wenn die frischen Blätter oben gut aussehen, dann mach dir einfach keine Sorgen. Hier sehen wir links das eingerollte Blatt mit der gelben Färbung und auf der rechten Seite sehen wir das frische Blatt von der gleichen Pflanze von oben. Das Ganze ist auch noch sortenabhängig. Einige bekommen es weniger, einige mehr. Und die Gründe dafür sind äußerst vielfältig. A, es könnte sein, dass du zu viel ausgegeizt hast und dann entsteht ein Nährstoffstau an den unteren noch vorhandenen Trieben. B, und das ist eher wahrscheinlich, es liegt an der Sonne, am Wind, an der Trockenheit oder an zu viel Hitze. Gehen wir mal etwas in die Botanik. Bei der Aufnahme von Kohlendioxid über die Blattfläche geht Wasser an die Umgebung verloren. Und das muss ersetzt werden. Wasser wird aus dem Boden über die Wurzeln aufgenommen und in den Spross transportiert. Als Energiequelle für diesen Transport nutzt die Pflanze den natürlichen Wasserfluss bei der Verdunstung, Evaporation vom Boden in die Atmosphäre. Und wenn jetzt die eben genannten Faktoren vorliegen, dann könnte es sein, dass die Wurzeln das Wasser nicht schnell genug nachliefern können. Und durch das Blattrollen wird die Verdunstung an der Blattoberfläche nun verringert. Du brauchst also nicht jetzt anfangen, wie wild die Tomaten zu wässern. Die schaffen das eh nicht, das Wasser nach oben zu transportieren. Besser wäre eine Schattierung, wenn du jetzt eine Woche oder 2 Wochen lang wirklich Sonne und Hitze erwartest, dann empfehlen wir dir das. Wir haben hier einmal die Sorte Lange Erma unter der Schattierung und du siehst schon, da rollt sich kein einziges Blatt. Und hier die Lange Erma in der prallen Sonne und da siehst du, wie sich die unteren Blätter ein bisschen eingerollt haben. Eine Sonderform wären Ödeme auf den Blättern. Sowas gibt es auch, ja. Und zwar sammelt sich im Pflanzengewebe schneller Wasser an, als die Blätter verdunsten können. Die überschüssige Flüssigkeit sprengt die Zellmembran und führt zur Wucherung. Insbesondere
auf der Unterseite der Blätter. Das kann passieren, wenn wir wenig Licht haben, eine hohe Luftfeuchtigkeit und auch kaum Luftbewegung. Bei uns waren das zum Beispiel dieses Jahr im März Jungpflanzen im Anzuchthaus. Und das waren 2 Sorten, die betroffen waren. Einmal die Sorte Capricciosa und einmal auch die Sorte Dattarini Orange. Und da nicht alle Pflanzen. Und deinen Kunden brauchst du dir auch nicht anbieten. Bro, ich glaub dir, dass das nicht schlimm ist. Gib mir trotzdem die gute Pflanze. So, hier zeigen wir dir diese Pflanzen mal im Gewächshaus. Und du siehst schon, die knubbeligen Stellen haben sich fast ganz zurückgebildet. Da sind nur noch helle Striche. Und wenn wir weiter nach oben gehen, dann sehen wir eben gesunde Blätter. So, hier das Ganze nochmal nach 4 Wochen. Und du siehst schon, die Pflanze ist völlig normal in der Entwicklung. So, jetzt nochmal zusammengefasst zu den Umwelteinflüssen. Da brauchst du dir wirklich keinerlei Sorgen machen. Deine Pflanze wird sich gut entwickeln. Du wirst einen guten Ertrag haben. Und auch die Tomaten schmecken nicht anders. Das Blattrollen der Tomate bei Umwelteinflüssen ist ein Schutzmechanismus der Pflanze. Völlig natürlich. Ganz anders sieht das nun bei der zweiten Möglichkeit aus. Tomaten sind Starkzehrer und benötigen Dünger. Es gibt da eine nicht empfehlenswerte Bauernregel, die besagt, viel hilft viel. In diesem Falle wäre das viel Dünger bringt viel Ertrag. In diesem Topf haben wir ganz unten einmal frischen Mist reingetan. Viel frischen Mist. Und du siehst genau, zu welcher Zeit die Tomate mit dem frischen Mist in Berührung kam. Die Blätter sind verkrüppelt und bilden nur noch Knäule aus. Ganz ähnlich könnte das aussehen, wenn die Tomatenblätter zum Beispiel mit Pestiziden in Berührung kommen. Das Herbizid Roundup ist ein gutes Beispiel. Das kannst du zurzeit noch überall kaufen und wenn du es einsetzt oder dein Nachbar setzt es ein und es gelangt auf die Blätter von deinen Tomaten, dann könnten die so aussehen wie hier. Die Ränder kräuseln sich ein oder wie bei der Überdüngung, es bilden sich Knäuel aus oder die Blätter knicken so ein bisschen nach unten ab. Bei Überdüngung musst du die Pflanze umtopfen. Bei Schäden durch Pestizide kannst du nur hoffen, dass sich die Pflanze davon wieder erholt. Also einfach abwarten und beobachten. Zudem können auch noch Pestizide von konventionellen Landwirten auf dein Grundstück abdriften. Wir hoffen, dass die Giftspritzen in naher Zukunft nur noch im Museum zu bewundern sind. Denn moderne Landwirtschaft ist biologisch. Hier zeigen wir dir mal die neuesten Entwicklungen und ich glaube, das ist schon sehr beeindruckend. Die Maschine von Carbon Robotics, die brennt das Beikraut mit Laserstrahlen einfach weg. Der Smart Cultivator und Weeder von Stout Industrial Technology jätet mechanisch und lockert gleichzeitig noch den Boden auf. Und solche Maschinen gibt es in allen Variationen. Für Kleinbetriebe, aber auch für Großbetriebe. Wir haben bei uns im Betrieb kleine elektrische Geräte, die uns die Arbeit mit dem Beikraut erleichtern. Das hier habe ich von einem Bekannten bekommen. Das ist eventuell eine Erkrankung mit einem Tomatenvirus. Es gibt 2 Viruskrankheiten, die Blattrollen verursachen können. Das eine ist der Blattrollvirus und das andere ist der gelbe Blattrollvirus. Beim gelben Blattrollvirus sind die Blätter halt gelb. Aber das kannst du nur feststellen, wenn du eine Gewebeprobe ins Labor schickst. Beim Blattrollvirus sind Wuchs und Blätter der Pflanze kleiner. Und an dieser Stelle ist es natürlich schön, wenn du eine Vergleichspflanze hast. Sonst ist das sehr schwer festzustellen. Das hier sind 2 identische Sorten und links sehen wir eine gesunde Pflanze und rechts eine etwas kranke Pflanze. Wahrscheinlich das Blattrollvirus. Wuchs ist kleiner, Blätter sind kleiner
Und die sind alle nach oben gewölbt und die sind alle eingerollt. Hier nochmal der direkte Vergleich der Blätter und hier siehst du einen deutlichen Unterschied. Ist die gesamte Pflanze betroffen, also von oben bis unten mit diesem Blattrollvirus, dann kommt es wahrscheinlich durch das Saatgut. Dann fällt dir dieser Wuchs aber schon bei der Jungpflanze auf. Und da sollte dann auch schon aussortiert werden. Wenn du dein Saatgut in einem europäischen Online-Shop gekauft hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Denn seit 2019 ist eine Virenkontrolle bei uns Pflicht. Und das wird dokumentiert durch den Pflanzenpass, wie du ihn hier auf unserer Tüte siehst. Saatgut aus dem Urlaub mitbringen ist natürlich verboten. Wenn du dir da einen Virus einschleppst, den es hier noch gar nicht gibt, dann könnte das unter Umständen sehr teuer werden für dich. Sind deine Blätter unten alle gut und irgendwann tritt eine Verkrüppelung und Verkleinerung der Blätter auf und dieses Blattrollen, dann wurde deine Pflanze erst später mit dem Virus infiziert. Der Virus kann auch dafür sorgen, dass einige Blüten abfallen. Die können sich zum Beispiel durch andere Pflanzen infizieren. Das müssen nicht immer nur Tomaten sein. Das können tropische Früchte aus deinem Haushalt sein oder auch durch Saatgut. Es gibt schlimme Viren, da muss die Pflanze sofort in die Biotonne. Und es gibt Viren, die sind nicht so schlimm. Schau dir die Früchte an, wenn die fleckig werden oder braun, ab mit der Pflanze in die Tonne. Und wenn die Früchte noch gut aussehen und auch gut schmecken, dann kannst du die Pflanze weiterhin auch in deinem Garten lassen. Eine Übertragung von Pflanzenviren auf Menschen ist nicht zu beobachten. Wenn die Tomaten dann allerdings abgeerntet sind, sollte sie trotzdem in die Biotonne und nicht auf deinen Kompost. Dazu brauchst du aber auch ein funktionierendes Ökosystem in deinem Garten. Viren werden durch saugende Insekten übertragen. Im Falle des Blattrollvirus durch die weiße Fliege. Zudem können deine Tomaten von Blattläusen, Zikaden oder Wanzen befallen werden. Blattläuse sind bei kräftigen, ausgewachsenen Tomatenpflanzen überhaupt kein Problem. Wir zeigen dir das mal an diesem Beispiel hier. Die kommen da reingeflogen, setzen sich gleich auf die ersten Tomatenpflanzen und haben auch schon gleich Schwierigkeiten mit den klebrigen Haaren der Tomate, mit den Trichomen. Und du siehst schon, die meisten sind bereits tot und dienen unserer Tomate als Nährstofflieferant. Um die Schädlinge bei uns im Garten zu dezimieren, brauchen wir Nützlinge. Wir waren mit unserer Familie 2011 auf der Landesgartenschau in Hamburg. Da haben wir unheimlich viele Themengärten gesehen mit Thujas, Koniferen, Lorbeer, Bambus und einer Vielzahl von wunderschönen Gräsern. Dazwischen Schotter, Steine und Wege, Blechblumen und Plastikwasserbecken. Was wir nicht gesehen haben, waren Insekten. Nicht mal beim Insektenhaus. Das war also ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Das kannst du besser machen. Zum Beispiel mit einer Mischkultur bei deinen Tomaten, Petersilie, Zwiebeln, Lauch und hier eine Auswahl an Pflanzen, die wichtig in deinem Garten sind, um den Nützlingen das ganze Jahr Futter bereitzustellen. Für Florfliegen wären das Klatschmohn, Dill oder Ringelblumen. Für Marienkäfer zusätzlich Kamille, Kornblume, Fenchel, Schafgarbe. Und für Schlupfwespen zusätzlich Zottelwicken und Buchweizen. In einer Ecke von deinem Garten sollte ein Asthaufen mit Laub sein und natürlich brauchst du auch Insektenhotels in deinem Garten. Es gibt noch mehr bienenfreundliche Pflanzen. Das ist auf den Saatguttüten manchmal auch drauf gedruckt. Und bei uns im Onlineshop gibt es auch eine extra Rubrik dafür. Die Nützlinge kannst du bei Renatur zum Beispiel online bestellen. Und wenn du alles richtig gemacht hast, dann siedeln sie sich bei dir im Garten an. Und das hat auch noch mehr Vorteile. Deine Zimmerpflanzen, die Milben oder Blattläuse haben, die kannst du nach dem Frost nach draußen in deinen Naturgarten stellen und innerhalb weniger Wochen ist da nichts mehr drauf. Bei uns fliegen mittlerweile so viele Insekten herum, dass wir sie sogar neben den Parkplatz stellen können. Nochmal zusammengefasst zum Blattrollen bei Tomatenpflanzen. In 99% aller Fälle ist das ein Schutzmechanismus der Tomate, der überhaupt keinen Einfluss auf den Geschmack oder den Ertrag deiner Tomatenpflanze hat. Herbizidschäden sind extrem selten und Viren oder Virosen sind in einem naturnahen Garten auch kein Problem.
Wir vom Kleverhof-Team hoffen, das Video hat dir die Angst vor dem Blattrollen bei Tomatenpflanzen genommen und dass du extrem viel Lust auf einen naturnahen Garten bekommen hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dein Kleverhof-Team.